Das Mobile Studio wird aufgeräumt, die Registerkarte Inhalte wird angepasst und dort gibt es jetzt Shelves oder auch zu Deutsch Regale mit allen Formaten. Es gibt weiterhin die Listenansicht, die ihr über View All auswählen könnt und geplante Inhalte werden auch nur dann angezeigt, wenn geplante Inhalte vorhanden sind. Sinnvolle Geschichte. Performance-Daten werden dann entsprechend unter dem Inhalt selber angezeigt und der Monetarisierungs- und Sichtbarkeitsstatus nur bei Problemen bzw. bei nicht öffentlichen Inhalten. Kann aber auch angezeigt werden in der klassischen Listenansicht, wie ihr das bereits kennt. Der Rollout soll über die nächsten Wochen kommen. Haltet also Ausschau danach, ob eure Studio-App mal ein Update braucht. Gut, bleiben wir direkt im YouTube Studio, gehen zwei Tabs weiter nach rechts. Dort gibt es die Kommentare-Registerkarte, die umgetauscht wird in die Community-Registerkarte. Warum man das jetzt umtauschen muss, man weiß es nicht. Wahrscheinlich brauchen sie irgendwo einen Platz, wo sie auch die Community-Posts und die Fan-Communities unterbringen können und deswegen wird es jetzt alles irgendwie schon mal vorbereitet, dass das irgendwie in den Community-Tab entsprechend reingeht. Gut. Also, Umbenennung in Community, Anzeige über die Menge der Kommentare und wiederkehrenden Zuschauer. Das finde ich eine ganz sinnvolle Metrik, damit man halt ungefähr mal so schauen kann, wer denn bei euch so aktiv ist, wie viele Leute aktiv sind, wie viele Leute regelmäßig wiederkommen, ist, glaube ich, eine sinnvolle Metrik. Dann Community Spotlights zeigt die aktivsten und engagiertesten Zuschauer an. Sowas Ähnliches gibt es ja bereits. Ne? Zum Beispiel, wenn Leute sehr, sehr viel kommentieren und ich sehr, sehr viele Herzen für eure Kommentare gebe, dann werden die Top-Kommentatoren mit so einem kleinen Badge neben dem Namen versehen. Das sind Leute, die besonders viele Herzen bekommen haben. Ist eine sinnvolle Geschichte. Finde ich geil, dass man das hier einbaut. Kann ich nicht drüber meckern. Dann KI-generierte Kommentarvorschläge, um Vorschläge im Stil und Ton des Creators zu generieren. Das soll aber erstmal an eine kleine Gruppe von Creatoren ausgerollt werden, bevor es dann in den nächsten Monaten an alle ausgerollt wird. Hierbei war aber nicht ersichtlich, ob sich das dabei nur um englische Kommentare handelt oder ob andere Sprachen auch unterstützt werden. Deswegen haltet den Ball flach. Ne? Vielleicht kommt es auch gar nicht auf Deutsch. Wir werden es sehen. Ne? Sobald ich mehr Informationen habe, werde ich natürlich hier auf dem Kanal drüber reden. Gut, dann bleiben wir bei den KI-Geschichten. KI zu Videozusammenfassungen wird wegen Feedback weltweit für mehr Nutzer bereitgestellt, für ausgewählte englischsprachige Videos, das heißt weiterhin nicht für deutschsprachige Videos verfügbar, also braucht sich hier auch keiner aufregen. Creator können trotzdem natürlich ihre eigene Beschreibung schreiben, die KI soll ergänzend sein, es gibt keinen Opt-out. Das heißt, solltet ihr englischsprachigen Content machen, oder englischsprachige Inhalte und diese Zusammenfassungs-KI erfasst euer Video, dann kann es natürlich sein, dass die irgendeine Scheiße schreibt und ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Entsprechend ist das eine Änderung, die ich nicht gut finde und dieser Push, dass das halt verpflichtend ist, finde ich nicht in Ordnung. Na gut, können wir uns auch gerne über den Kommentaren drüber aufregen. Gar kein Thema, lasst es halt nur ein bisschen zivil sein. Dann im Studio Desktop gibt es ja die Möglichkeit, mit dem Creator Support zu schreiben und anstatt, dass ihr jetzt direkt an einen der Pappenheimer weitergeleitet werdet, bekommt ihr erstmal einen KI-Bot vorgesetzt, der euch Hilfeartikel zusammensucht. Gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, bevor ich halt mit dem Creator Support schreibe, habe ich sowieso schon mal im Help Center geguckt und wenn ich da nicht fündig geworden bin, dann aus welchem Grund auch immer, naja, vielleicht kann der Helpbot ja dann genau die Hilfeartikelseite euch geben, die ihr gebraucht hättet, weil manchmal stehen Informationen ja nicht da, wo man sie vermutet. Kann durchaus sinnvoll sein, kann auch nach hinten losgehen. Ich gehe da mit gemischten Gefühlen rein. Ich bin der Meinung, dass ein interaktiver Chatbot hier nicht die richtige Lösung ist, sondern Leute vernünftig ausbilden. Und wenn YouTube das weiterhin nicht schafft, vernünftig Menschen zu haben, die wissen, was sie von diesem Produkt, was da geht und so weiter und so fort, dann wird das halt auch nicht so sinnvoll sein. Ne? Aber ihr dürft natürlich auch gerne immer mich fragen. Gerne in den Kommentaren oder ihr werdet unsere Kunden, da könnt ihr mich natürlich auch anders erreichen, gar kein Thema. Dann erzähle ich euch natürlich auch was von YouTube. Und weil ich glaube, noch setze ich mich auf das hohe Ross und sage, ich weiß mehr als der Chatbot. Gehe ich von aus. Gut, zu guter Letzt haben wir die ausrollenden Super-Chat-Goals uns angeschaut. Ne? Vielen lieben Dank an Goodboy an der Stelle. Der hat die nämlich schon bei sich aktiv und dann haben wir einfach mal so einen kleinen Teststream geguckt, wie das denn alles funktioniert. Goal erstellen, ziemlich easy. Man klickt einfach oben auf Symbol im Livestream, beziehungsweise im Live-Chat.
Dann könnt ihr auswählen, ob ihr 5 Superchats erreichen wollt oder 50 Superchats in eurem Goal haben wollt. Auch alles soweit in Ordnung. Dann könnt ihr festlegen, welche dieser Superchat-Stufen dazu zählen sollen. Das verstehe ich tatsächlich nicht, warum sie das so rumgelöst haben und nicht gesagt haben, okay, wir sagen, wir haben ein Superchat-Goal über einen Betrag, der erreicht werden soll, und wie dieser Betrag erreicht wird, ist scheißegal. Naja, auf jeden Fall könnt ihr halt festlegen, welche Stufe von Superchats dazu zählen sollen. Und zu guter Letzt benennt ihr halt noch das Ziel, ne, ob ihr jetzt euch von diesen tollen Vorschlägen inspirieren lasst oder was Eigenes schreibt, ist natürlich euch überlassen. Gut, aber es wäre natürlich kein YouTube-Patch-Rundown, wenn ich mich nicht über irgendwas aufregen würde. Denn als Editor oder Manager eines Kanals, wenn ihr in einem Brand-Kanal mit anderen Leuten zusammenarbeitet, dürft ihr natürlich keine Goals erstellen. Das darf nur der Kanalinhaber. Ist das nicht fantastisch? Ich finde nämlich auch. Von Chat-Moderatoren natürlich ganz abgesehen, beziehungsweise Supermoderatoren oder Managing Moderators heißen sie ja. Das ist absoluter Mumpitz. Warum ist jemand, der berechtigt ist, Dinge auf dem Kanal zu erstellen und zu löschen, ne, beziehungsweise als Editor nur zu erstellen, nicht berechtigt, ein Goal zu erstellen? Also das erschließt sich mir einfach nicht. Oder als Manager kann ich ja sogar die AdSense-Geschichten managen. Ne? Also ich kann entscheiden, wohin das Geld geht, aber ich darf nicht sagen, hey, wir haben jetzt einen Superchat-Goal. Das ist für mich wirklich nicht ersichtlich. Gut, also, wenn dann der Kanalinhaber das Ziel eingerichtet hat, sieht das so aus. Und ihr könnt mir ja mal gerne wissen lassen, was eure ersten Superchat-Goals sein werden, welches Ziel ihr als erstes ausschreiben wollt und so weiter und so fort. Lasst uns da gerne mal drüber reden. Ich bin der Meinung, da muss noch nachgebessert werden. Ne? Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche zu weiteren YouTube-Updates. Bis dahin, macht's gut und haut rein.